Hallo zusammen, heute machen wir den Größenvergleich zwischen Galaxy Z Fold 3 und dem Z Fold 2 und gucken uns die Unterschiede an. Die Leistungsunterschiede könnt ihr im vorherigen Video sehen, klickt dafür einfach auf die Karte hier oben. Die Kameraunterschiede kommen als nächstes Video, also abonniert kostenlos den Kanal, um dieses Video nicht zu verpassen. Das Z Fold 3 hat viele kleine Verbesserungen bekommen und kostet dabei zum Marktstart weniger als das Z Fold 2 damals. Das kann nicht sein, sagt ihr? Doch, kann es. Kommen wir zum Größenvergleich. Das Z Fold 3 ist in jeder Dimension kleiner geworden und wiegt auch weniger. Es kommt also kompakter und leichter daher. Das Scharnier ist kompakter geworden, sodass die dickste Stelle nun kleiner ist. Schön zu erkennen im direkten Vergleich. Auch ragt das Scharnier nicht mehr so weit aus dem Gehäuse. Das Scharnier und der Rahmen bestehen nun aus einem neuen Material namens Armor Aluminum. Konstruktionsbedingt schließt das Gerät noch immer nicht bündig, sodass es im geschlossenen Zustand noch einen Spalt zwischen beiden Hälften gibt. Die dünnste Stelle ist minimal größer als beim Vorgänger, sodass die V-Form nicht mehr so stark ist wie beim Z Fold 2. Der Rahmen beim Z Fold 3 ist durchgängig gleich breit und abgerundet. Beim 2er verjüngte sich der Rahmen und die Glasrückseite war gebogen. In Bezug auf die Haltbarkeit bei einem Sturz nicht sonderlich praktisch, wie ich finde. Das Z Fold 3 macht es besser. Auch sind beim Z Fold 3 die Kanten auf Ober- und Unterseite abgerundet, das der Ergonomie enorm zugute kommt. Diese Spitze hier hat sich immer in meiner Hand gebohrt und hat echt genervt. Das hat Samsung mit dem 3er behoben. Alles schön abgerundet und keine scharfen Kanten mehr. In dieser Nahaufnahme seht ihr es im Detail. Die Rückseite beim 3er wirkt wesentlich aufgeräumter und minimalistischer, dadurch, dass das Kameragehäuse wesentlich geändert wurde. Beim Z Fold 2 war es zudem ein Fingerabdruckmagnet. Die Linsen und Objektive sollen gleich geblieben sein. Neu ist der OIS, also der optische Bildstabilisator bei der Telelinse. Ein Vergleich der Foto- und Videoqualität kommt im nächsten Video, also abonniert unbedingt kostenlos den Kanal. Beim 3er gibt es Gorilla Glas Victus auf Vorder- und Rückseite. Die Neuerungen im Inneren können sich sehen lassen. Stärkere CPU und GPU, schnellere RAM und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Aber mit 4400 mAh ein kleinerer Akku als beim Z Fold 2. 100 mAh weniger, um genau zu sein. Ob die Akkulaufzeit dadurch schlechter ist, erfahrt ihr im kommenden Review. Auch der Vibrationsmotor ist viel besser, da jetzt ein Linearmotor verbaut ist. Das Gefühl ist sehr, sehr ähnlich zum iPhone. Das Frontdisplay ist sogar minimal größer geworden. Seht euch die Pixelzahl an. In der Höhe 8 Pixel und in der Breite 16 Pixel mehr. Das sieht man auch, denn dadurch sind die Displayränder minimal kleiner geworden. Das merkt man allerdings wirklich nur im direkten Vergleich nebeneinander. Zudem unterstützt das Frontdisplay nun endlich 120 Hz. Das ist eine sehr willkommene Neuerung. Kommen wir zum Geräusch beim Zuklappen. Ja, selbst das hat sich geändert. Ich finde das Geräusch beim 3er wirklich gelungener. Es ist schwer zu beschreiben, aber es klingt mehr nach einem Schminkspiegel. Und nein, ich benutze keines, aber ich kenne das Geräusch. Das Innendisplay hat auch Neuerungen zu bieten. Es ist ein Eco 2 OLED. Das steht für höhere Helligkeit bei höherer Energieeffizienz. Außerdem ist eine neue Folie angebracht, die 80% robuster sein soll und weniger Fingerabdrücke anzieht. In Kombination der neuen Folie und einer zusätzlichen Schutzschicht plus Digitizer kann das 3er nun mit dem S Pen betrieben werden. Dazu gleich nach der Under-Display-Kamera mehr. Die Hole-Punch-Kamera ist Geschichte und es gibt eine Under-Display-Kamera. Die Qualität leidet ehrlicherweise darunter, aber das immersive, also unterbrechungsfreie Erlebnis gewinnt stark dazu. Die Kamera stört viel weniger beim Betrachten des Displays und Inhalten. Jetzt aber zum S Pen. Man benötigt den speziellen Stift in der Fold-Edition und kann damit die meisten Funktionen aus der Note-Reihe nutzen. Die meisten, nicht alle, denn die Bluetooth-Funktionen fehlen. Um auch diese Funktion zu nutzen, braucht man dafür den S Pen Pro. Zu guter Letzt noch die SIM-Fähigkeit. Beim 3er kann man nur 2 physische Karten nutzen plus eSIM. Das 3er ist nun auch gegen Wasser geschützt, aber nicht gegen Staub. Wir kommen zum Fazit. Wir haben viele kleinere Verbesserungen und Neuerungen mit dem 3er erhalten, bei gesunkenem Marktstartpreis. Das finde ich wirklich lobenswert von Samsung. Es geht definitiv in die richtige Richtung und der Marktdurchbruch von Foldables ist im vollen Gange. Meine Review zum Z Fold 3 kommt sehr bald. Klickt auf die Karte. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Macht es gut, bleibt gesund.